And so Formula One returned to its most glamorous venue, the Principality of Monaco. For most of the year, Grand-Prix racing works hard to attract the rich and famous to visit the tracks where it sets up camp. Once a year, however, the Grand-Prix is brought to them. The pits are cramped, the difficulties of operating 27 race cars and their attendant crews in a space bounded on one side by a bustling town and on the other a bustling harbour are almost overwhelming. But still the race is the most important in the Formula One calendar. Not because it's the greatest test of the cars or the drivers, but because this is the one that those who sign the sponsors' cheques want to visit. A good weekend here, not necessarily on the track, can often ensure a budget for next year. Practice is always important, but this year, with 27 cars entered, it's even more crucial for the teams at the lower end of the Grand Prix pecking order. Because of the confined nature of the track, only 20 cars will be allowed to start, and the 7 slowest qualifiers will not get their sponsors' names in front of the biggest TV audience of the season. For the top teams, practice is important. For those with fewer resources, it is vital. As usual, Williams and Ligier do well. Pironi's best time is good enough for pole ahead of Reutemann, who just out-qualifies Jones. Piquet is next, followed by Lafitte, while Villeneuve is 6th in a Ferrari that has difficulty in fighting against the Cosworth-powered wing cars on high-speed circuits. On the twisting streets of the Principality, where speeds are lower and downforce is not as important, driving skill counts. And the little Canadian has plenty of that. Among those that don't qualify are Watson in the McLaren and Rosberg in the Fittipaldi. If they don't go home, maybe they'll watch from the balconies overlooking the Lowe's hairpin. Didier Pironi, however, will be working on Sunday afternoon. Und das ist sozusagen gleich unsere fliegende Einführung in die nächsten 2 Stunden. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren in Österreich, liebe Motorsportfreunde. Hier ist also Monte-Carlo, 38. Grand Prix von Monaco, 6. Lauf zur Formel 1 Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Sie wissen, das Rennen der Formel 1 mit den meisten Zuschauern, das teuerste Rennen, das spektakulärste Rennen und ein Rennen, in dem der Sieger mehr Publicity erhält als überall anders. Hier unsere mitfahrende Kamera zeigt Ihnen den 400 Meter langen Tunnel. Er wird im 5. Gang vollgenommen mit Geschwindigkeiten bis zu 240 Kilometer pro Stunde. Dann wird die Schikane am Hafen angefahren. Die Autos werden hier nur ganz kurz herumgeworfen. Ein schneller Griff am Lenkrad, links, rechts, dann die Tabakskurve, 170 etwa im 3. Gang und dann unten die Kurven am Swimmingpool. 3. Gang, dann geht es hinüber zur berühmten Rascasse- und Gasometerkurve. In der Geschichte des Grand Prix von Monaco 2 Österreicher, die hier unvergessliche Rennen geliefert haben und gewonnen haben. Jochen Rindt 1970 auf Lotus, das war der einmalige Sieg in der letzten Kurve der letzten Runde gegen den dreifachen Weltmeister Jack Brabham und dann natürlich Niki Lauda 1975, 76. Er hat Ferrari hier sozusagen vom bösen Monte-Carlo Fluch befreit und hat nach 20 Jahren als erster Ferrari-Fahrer hier gewonnen. Das war 1975, ein Jahr später 76 noch einmal Sieg für Niki Lauda. Mittlerweile haben wir hier die Boxen passiert. Das ist die Sainte-Woten-Schikane, die gegenüber dem vergangenen Jahr um 3 Meter breiter geworden ist und jetzt sind wir sozusagen live wieder beim Vorstart. Ungefähr 7 bis 8 Minuten noch bis zum Start des Grand Prix von Monaco. Das klassische Ereignis dieses Rennsportjahres. Graham Hill, der 5-mal in Monte-Carlo gewonnen hat, hat gesagt, dieser Grand Prix von Monaco ist eine Kombination aus einem englischen Fußball-Cup-Finale, aus dem berühmten Ascot, Derby der Galopper und aus einem ganz berühmten Autosalon. Sehr, sehr viele Zuschauer, sehr viele Journalisten, mehr als sonst wo, das übliche internationale Sprachengemisch, Deutsch, Französisch, Schweizerisch, Italienisch.
Sehr viele Engländer natürlich auch hier. Ungefähr 20.000 Österreicher an der Côte d'Azur, obwohl ja zum ersten Mal seit 1971 kein Österreicher an diesem Grand-Prix von Monaco teilnimmt. Für alle, die es noch nicht wissen, sollten gestern im Pro-Car-Rennen beide Österreicher, Quester und Gardner, durch Unfälle, durch Kollisionen ausgeschieden. Im Bild haben Sie Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve. Er war Sechster im Training. Der Mann, der voriges Jahr nicht gewinnen durfte hier, er musste hinter Jody Scheckter bleiben. Scheckter war ja voriges Jahr von der Ferrari-Stallorder auf den Weltmeistertitel angesetzt und Villeneuve durfte damals in Monte-Carlo nicht gewinnen. Er ist damals ausgeschieden wegen Getriebeschadens. Scheckter gewann das große Rennen, aber damals machte der Schweizer Clay Regazzoni. Er ließ sich nur um 44 Hundertstel Sekunden schlagen und war Zweiter. Der Franzose Jacques Lafitte steht auf dem 5. Startplatz, also einen Platz vor Gilles Villeneuve. Es hat ja hier in Monte-Carlo noch nie ein DGE gewonnen. Bester Platz für dieses Auto, voriges Jahr ein 5. Platz für Patrick Depailler. 2 Punkte, das war eigentlich bis jetzt schon alles. Nelson Piquet, der neue Nummer 1-Fahrer bei Brabham Ford, ist eine Art Geheimtipp für das heutige Rennen. Piquet war der Einzige, der in einem der 4 Trainings Bestzeit gefahren hat, die nicht die Pironi erzielt hat. Also der Einzige außer Pironi, der in einem Training das gestern Vormittag im inoffiziellen Training. Piquet muss das Ersatzauto fahren, weil er mit seinem ursprünglichen Rennfahrzeug, dem Siegerauto von Long Beach, the Saudi Leyland Williams car of the third fastest man on the grid, Alan Jones. There are 19 of the 20 competitors in front of the World Championship leader. And that's tough at Monaco, where passing is difficult, to say the least of it. Alan Jones, winner of the Argentine Grand Prix, well up in the World Championship, indeed in second position behind René Arnoux, the World Championship leader. And ahead of Alan Jones, and this is a staggered grid, is his teammate, the brilliant Argentine driver Carlos Reutemann in the Saudi Leyland Williams car like Jones, powered by a Cosworth V8 engine. There is Reutemann with the very distinctive face mask that he always wears, which is fire resistant, like the overalls, the socks, the shoes, the gloves, and you can see the air pipe into the side of his helmet, which liberates air into the helmet by force if the car crashes. And so that leaves on pole position the young Frenchman Didier Pironi in the Ligier Gitan car, who was fastest in the untimed wet practice on Thursday, then fastest in the timed practice on Thursday afternoon, and fastest again yesterday after a terrific struggle with Carlos Reutemann in the Williams car. Pironi, it's his 36th Grand Prix. He won at Belgium 2 weeks ago, the man who won at Le Mans in 1978, and this is his first pole position. But no British drivers. John Watson failed by an incredibly tiny margin, by 0.2 of a second to qualify. He was 21st fastest in a situation where only 20 drivers take part in this very difficult race around the twisting Principality. Jeff Lees failed to qualify in the shadow, and so did Tiff Needell in the Unipart Ensign, and it was his first appearance. But Derek Daly, the Irishman from Dublin, is on the grid in the Tyrrell car. His compatriot David Kennedy failed to make it in the other of the 2 shadow cars. And so, for that matter, in terms of non-starters, did Eddie Cheever, Keke Rosberg, Ricardo Zunino in the Parmalat Brabham car. But Nelson Piquet, who was first at Long Beach, is there on the grid, and he is in 4th position. And so let's just very quickly check on the grid. In pole position, out on his own on the staggered grid, Didier Pironi, then Carlos Reutemann, 2nd fastest, 3rd fastest Alan Jones, 4th fastest Piquet, 5th Lafitte, 6th Villeneuve, 7th fastest Patrick Depailler in the Alfa Romeo ahead of his teammate Bruno Giacomelli, 9th Jarier in the Tyrrell, 10th Prost in the McLaren, 11th Patrese in the Arrows, and in 12th position Derek Daly in the Tyrrell.
The Alphas have been particularly meritorious here, and Patrick Depailler seems fully to have recovered from his leg injuries as they get away in a few moments to the warm-up lap around this 2.06-mile circuit, the lap record for which was put up 2 years ago in 1978 by Niki Lauda, 1 minute 28.65, and that's a speed of 83.56 miles an hour, and it's James Hunt now, and he knows much more about Monaco than I do. Yes, certainly, Murray. I don't know too much. I never finished a race here myself, and it is always a race of attrition. It's a different type of racing on a street circuit. They need special concentration. In the normal way, you can drive with a bit of gay abandon on a normal track. If you do that here, you go a couple of feet offline, clip the barrier, damage a wheel, and you're out of the race. So first of all, it's massive concentration and what I would call defensive driving rather than attacking driving. Overtaking is virtually impossible here. You need great patience. You've got to wait for the opposition, the guy in front of you, to make a mistake. And if you get a slow car in front of you, you get held up. You can see your chances dwindling as the guy in front goes away. So basically here, they're running on reliability and playing a waiting game. Here, cars coming into the Casino Square now. This is just on the warm-up lap. Here, down towards the Mirabeau corner. This is one of the few places you can pass. They're warming up now, they're on the pace lap, and they will come around, form up on the grid as usual with the engine still running. As soon as they're all stopped, they get the red light. They've got between 6 and 10 seconds is the official rule. We're in the tunnel now. This is a bit of a problem for the drivers because you get a serious change of light. You come out of the bright daylight into the artificially lit tunnel, down to the chicane, quick flip through the chicane. It's easy if you're concentrating. You make a mistake and you're in trouble there. Down round the swimming pool now. This is the new section of the circuit. It's been here for a few years now. They used to come along the top round what is now the back of the pit road. Around the pool, Pironi's slowing them down. They're all forming up on the leader, on the pole man. Just warming their tyres up. They give the throttle a bit of a burst there to get the back tyres warm, so they're sticky for the start. Try to get them hot, try to get the grip, because so much depends on the start here. The grid position is all important, and how you do the start, because if you can make a couple of places on the start, that helps you on the race. That's worth a good practice time. And it's worth establishing that there have been several changes to the circuit to make it easier for the drivers, particularly at Saint-Devote, the first corner, where it's been widened, and on the run down to the Mirabeau, and onto the chicane itself on the far side of the circuit. So, the warm-up lap completed. I remind you that it is 76 laps around this extremely difficult and demanding circuit, and who gets away first could well control the race from the very outset. 156.5 miles. Watch for the green. Reutemann second, Jones third, Lafitte fourth, and that is Derek Daly and Jean-Pierre Jarier, and the rest of the car stationary. Now there is a crane there, Derek Daly, and there is that Lemmer's going through, and it looked like Jochen Maas. Derek Daly obviously perfectly all right, and in the background Alain Prost. Now this is at number 23, there is Giacomelli, the Italian lead driver. So there's at least 4 cars out of the running on the very first corner, and you can see that the very efficient Monaco Grand-Pri administration got the crane working, and the Williams car are in second and third positions as they go into the tunnel. It's Pironi leading, Reutemann second, Alan Jones in third position as they come out of the tunnel, and already Carlos Reutemann is challenging, but I wonder what is happening at Saint-Devote. The yellow flags will be waved furiously to the drivers to tell them that there is danger on the track ahead of them.
Pironi, winner of the Belgian Grand Prix, leads from the two Williams in the form of Carlos Reutemann, who is challenging every inch of the way. And look, those two, and Reutemann challenges. He's going to try and take Pironi as they come out of the Rascasse. And it's Giacomelli in 5th position and Piquet in 6th. There is Piquet. Now, they're approaching Saint-Devant, which is where the problem was on the first lap. Watch for this. There is Giacomelli's car, and they're through. There is Reutemann, there is Lafitte, there is Giacomelli, there is Pironi in the lead. Lap 2 out of 76. Giacomelli stopped, and Depailler well up in the race as they go round Casino Square down to the Mirabeau. Here we go, we're getting a replay of the shunt. And what, it's the usual traffic jam here. They're all piling over each other. Quite frankly, I really think that wonderful shot. Was that's Derek Daly, I think, going right over the top of everybody. He was really lucky not to land on his head. Unbelievable. It's just too many cars. It's just too many people trying to drive into one hole at once. And Villeneuve was threading his way through on the replay there. There he is going up the hill to the casino. And meantime, as we look at this holocaust here, and Lammers, number 9, gets his wheels tangled with Patrese's car. There is the crane pulling the cars out of the way. There's a big crane very well placed there to remove the two Tyrrells, and already it looks to me as though with the second lap yet to be completed, Saint-Devant is going to be clear. And in the lead, it is still Didier Pironi in the lead here, on his way to Saint-Devant. Here he is. Reutemann second. Reutemann third. Alan Jones is in second position. Reutemann third. In fourth position, it is Jacques Lafitte in the Ligier. Then Depailler in the Alfa Romeo. And then Piquet in sixth position. As we look at the Williams cars of Jones, Reutemann. Over the hump, they come right up to the barrier, down to Mirabeau, and this is the distinctive view from what was the station hairpin, now Lowe's Hotel. Depailler fifth, and there's a gap before what looks like Jody Scheckter in 7th position. Into the tunnel, bright lights inside there, but of course there is a tremendous contrast between the bright light outside and the much duller conditions inside the tunnel. Through the chicane, this is lap 3 in this 76 lap race, and it's still Pironi who's driving a very cool race at the front. Round the swimming pool, and look how close it is between the two blue and white Ligier Gitane cars of Pironi leading, Lafitte fourth, sandwiching Jones and Reutemann. Yes, it looks to me, Murray, as if Jones is putting Pironi under a lot of pressure. His car seems to be going well. In Belgium at the last race, the Ligiers were a little bit on top. And the Williams seem to have an understeer problem. But right now, Jones looks to be climbing all over him, looking for a way through to try and get past early in the race to establish himself at the front. And now you can see what street racing round the Principality of Monaco is all about. It is Patrick Depailler in 5th position in the V12 Alfa Romeo. There it is, the red car ahead of Nelson Piquet in the Brabham. You just saw him coming over the rise. And these are the first 6 cars going round the Mirabeau down to the station hairpin. Pironi leads, Jones leads, Reutemann in 3rd position. There's the Argentine in the Williams. 4th position is Lafitte. 5th in the red car, coming into the tunnel now is Patrick Depailler, and right behind him in the Brabham Cosworth car, the Long Beach Grand Prix winner from Brazil, Nelson Piquet, through the chicane. There is Piquet. And Jody Scheckter in the Ferrari, who won last year and put up the fastest pole position lap last year, is in 7th position in the Ferrari. The Ferraris have not qualified at all well. Jody Scheckter was in 17th place on the qualification. This is the Rascasse at the end of the yet another lap, and it's still anybody's race. But
Pironi, of course, has got the advantage, because if he can keep his cool as he comes up to Sandervot with Alan Jones pressuring all the way and a gap opening up between Jones and Reutemann. There is Reutemann, there is Lafitte, there is Depailler, there is Piquet, and here is Reutemann again in third position. Yeah, this is Jones' best chance of passing now, to get through the Casino Square well and try and do him down the hill. He's not close enough this time, but this is where he will do it. Back to the first lap disaster again. I have to say that the marshals did a fantastic job to clear the track in time, because it really looked as if we had a blocked track and we might well have to restart the race. That was Daly cavorting. That is very spectacular. I don't think we can overstate the efficiency of the Monaco marshals, and incidentally there are 6 marshals from the British Motor Racing Marshals Club officiating amongst the many marshals here at Monaco. Indeed, some of them may be on that corner, and the Monegasques have gone to an enormous amount of trouble to train their marshals efficiently, and they're very, very good indeed. This is lap 5 out of 76, and it's Pironi. Behind Pironi in the Ligier, Alan Jones. There's just a slight gap now before the white and green Saudi Leyland Williams car of Carlos Reutemann in third position. They complete lap 5, and Jones is pressuring very hard indeed. He's going right up to the gearbox of Didier Pironi, who almost kisses the Armco with his left rear wheel as he goes round. And Reutemann is there, and Lafitte and Depailler and Piquet. No change for the first 6 places, and we haven't had, apart from that terrific crash sequence at Sandervot on lap 1, the mechanical failures yet which often mark Monaco. Indeed, it is not unknown here for only a handful of cars to finish, and Piquet is now closing right up on Patrick Depailler as Pironi, the leader, goes into the tunnel on lap 6 with another 70 laps to go. Down to the chicane, there's only room for 1 car here. There was a big crash yesterday in the Formula 3 race when Roberto Guerrero, who was ahead in second position of Thierry Boutsen, the Belgian driver, was taken off by Boutsen, and we again saw some fantastic marshalling, and both drivers are perfectly all right. Pironi leading the Grand Prix, Jones second, up to La Rascasse, a comparatively new corner, because the swimming pool sequence of bends has only been in use in the last few years, and look how Jones is challenging. They're still on full tanks, and Jones now coming up to Sandervot and trying to get through on the inside, but he won't get through there. James, if this was your race, what would be your tactics if you were in Jones's position? Well, Jones has got a problem, Murray, because the best possible place to pass is down to the out of the Casino Square, and to get really quickly out of there and get him on braking down for Mirabeau, where they're coming now. They're going out of the Casino Square, but Jones seems slow here. He's everywhere else on the circuit, he's right up Pironi's gearbox, and he drops back just that little bit. The Casino Square is quite a fast corner, and the faster they're going, the more the aerodynamics are hurt, and therefore the less grip he has driving right behind him. But he's pressuring very hard, because it's very, very difficult to drive with your front wing right under the other guy's gearbox. It's difficult for your own concentration, because you've not only got to look where you're going, which you always have to do, but you've got to look at him as well, so as not to damage your car. But you've got to keep close enough to be ready to pick up any mistake. And Jones has got a big problem, because it'll be a lot easier to drop back a couple of lengths and just watch him. They're on lap 7 now. Jones is pressuring like mad, but he's going to have to keep forcing Pironi for a mistake. And Pironi's driving very sensibly. He's not responding to the pressure. He's just doing his own thing, because he knows that without a mistake he can't be passed. And Pironi is an astonishingly cool young man. When I say young, he is 28 years old, 37th Grand Prix. He really came into his own in Belgium 2 weeks ago when he dominated the race from start to finish. And he professes that Monaco is his favourite circuit. He is one of no less than 6 drivers who have won the Formula 3 race here at Monaco. And Didier Pironi won it in 1977, 2 years ago, before he went first to Tyrrell and then to the Ligier team. And it's notable that with Jones
pressuring Pironi. Carlos Reutemann is either leaving a gap between himself and Alan Jones and deliberately letting Alan do the forcing, or indeed can do no better, because look, there's about 2 car lengths between Reutemann and Jones as they go into the tunnel. The Williams car still second and third, and behind them Patrick Depailler still in the Alfa Romeo in 5th position, and that's an outstanding performance because it's a big and bulky car. There goes Lafitte in 4th position, and in 6th place it is still Nelson Piquet. 7th, Jody Scheckter. 8th, Jean-Pierre Jabouille, and that's a good effort in the turbocharged Renault. And in 9th position, Gilles Villeneuve. Coming up to the end of lap 8, out of the Rascasse, Reutemann, Lafitte, Depailler, Piquet in 6th position. Piquet, who was fastest in the untimed session yesterday morning. Piquet, who we'll see in a moment, crashed his car in practice. You'll just see him come round Saint-Devant. There he was in the background. And that there, we're looking further down the field now. And there's one of the Essex Lotus cars, or was, as we look at the leaders, past the Hotel de Paris, over the hump, out to the Armco again. It's terrifying to stand on the outside of the Armco there as we look again at Pironi. Cutting in very close to the apex, Reutemann, Lafitte, Depailler, Piquet, and then there's a gap before Jody Scheckter in the flat 12 Ferrari, which did not perform at all to his satisfaction in practice. 17th out of 20. 18th in practice, by the way, was ex-world champion Mario Andretti, and then Fittipaldi before the man leading the world championship, René Arnoux, finished slowest of all. It looks to me at the moment as if Jones is the fastest car on the circuit. He's climbing all over Pironi like a rash at the moment. But unfortunately, he's got this serious problem. The weakest place for him on the circuit seems to be the one place that he could pass out of, as I say, out of Casino Square down to the Mirabeau. So he's got a bit of a problem. He's having a go now, but he really can't pass there. He's right up his gearbox now. They're going up to the Casino Square, and this is where Jones has got to get it absolutely right if he's going to be in a position to have a go down to Mirabeau. Monaco has not been the happiest of circuits for Alan Jones. He drove an inspired race last year. He was in 3rd position and he had to retire. And my goodness, he's trying to make up for it now. That's where Pironi is holding his position. He's just gone over the point where he climbed over the back of Niki Lauda's car last year and went out of the race. Pironi was then in a Tyrrell. And Alan Jones still, Reutemann 3rd, Lafitte still 4th, number 26 in the Ligier, that is. Out from the dark, brightness into the darkness. Much longer tunnel than it used to be in the old days of Monaco when that was the railway station area. And there's Jones, flicks it through the chicane, down to what was the Tabac, now round the swimming pool. Pironi, Jones, a gap. Reutemann, Lafitte, a gap. Depailler and Piquet, a gap. Jody Scheckter, 7th. And indeed, Alan Jones is fastest. 1 minute 28.5 is a new lap record. That's 1/10 of a second faster than Niki Lauda's lap record, and they are still on pretty full tanks. And there's Lafitte, nearly losing it as he goes out of La Rascasse, and they complete another lap, and that is 10 laps. That is 10 laps completed now. So they're getting on for 1/7 distance. Out of the race already, Daly in the crash, Jean-Pierre Jarier in the crash, Lammers and Giacomelli and Prost in the crash. So 5 drivers out of 20 out in that crash. As we look at this terrific dice, Monaco is always famous for people driving nose to tail, gearbox to nose cone, and that's the first 6 on lap 11. Pironi's doing a very good job in front, Murray. He's under a lot of pressure, and I don't think that his car is working quite as well as he would like, but he's well aware of the fact that he can't be passed,
and he's going at his own speed, which is absolutely the right thing to do. He's driving with all the confidence of the guy who won the last Grand Prix. It was his first win, and it's definitely been good for him. He's driving very well. Once again, it looks as though the unfortunate Renault team leader, Jean-Pierre Jadouis, who has yet to finish a Grand Prix in a classified position, is out of the Monaco Grand Prix. Well, he's in the pits anyway, and it looks like a retirement as the first six stream across the line to complete 11 laps now in this Pironi. Stand up and look up the hill, which has got lots of twists and turns in it. The first six streaming up. Reutemann, Depaille, Pironi. And they are on lap 12 now. 11 laps completed. That's the position after 10 laps. And on lap 12, and Alan Jones has put up the fastest lap of the race so far. And there is indeed a bit of a gap now developing between Jones and Reutemann, and Depaille and Piquet, 5th and 6th, are closing up on Lafitte. That's Lafitte in 4th position. And it's very interesting as far as makes of car and engine are concerned, because it's Ligier leading Williams, leading Ligier in 5th position, and Alfa Romeo in 6th position of Brabham, in 7th position of Ferrari, and a mixture of V12, flat 12 and V8 engines. Pironi, Jones, round the swimming pool. There's a colossal crowd here. Thousands of people, fervent Ferrari enthusiasts, have poured over the frontier from nearby Italy, and they're coming up now to complete lap 12 in this 76 lap race. And Pironi holding it. Is it conceivable, James, that Alan Jones will have decided to back off a bit and give himself a comparative rest? Yes, I think Reutemann's playing a bit of a waiting game. He's quite happy where he is. He'll let Jones do the work. It's a sensible tactic to do, and watch and wait. His car's obviously running quite adequately. He's in no rush. There's nothing that he can do to pass anybody at the moment where he is. So he's just going to wait. Well, you can see for yourselves now that there is a gap developing between the battle for first and the battle for third, and there's 4 cars virtually locked together, and there they are for 3rd position. Reutemann, Lafitte, Depaille that we're looking at, and Nelson Piquet in the Brabham. And if any one of those puts a wheel wrong, the cars behind will be through in a flash and the position will change. Lafitte, 4th position. Reutemann in front of him. Out of the swimming pool comes Pironi. Jones, Reutemann, Lafitte, Depaille, Piquet, and the Ferrari of Jody Scheckter in 7th place, not even in sight. And behind Jody Scheckter, who is in 7th position, the rest of the field goes streaming through. Jody Scheckter, world champion number 1, and he's now on lap 14. That's Reutemann in 3rd position. And you saw right down the hill, and there was not a sign of Jody Scheckter. As far as weather conditions are concerned, the course is dry, the sun is not shining, it remains overcast, but we haven't got those dreadful wet conditions that we had during part of practice. They're on slick cars, of course. There is still a long way to go, with 13 laps completed on lap 14, and it's a 76-lap race. As they come out of the tunnel, no change in the first 6. It's still Pironi in the Ligier, leading Alan Jones, the winner of the Argentine Grand Prix in the Saudi Leila Williams. There is the 3rd place man, Carlos Reutemann, in the Williams. 4th is Jacques Lafitte, right up the gearbox of Reutemann. In 5th place in the Alfa Romeo, it is still Patrick Depaille. There he is. And in 6th place, it is still Nelson Piquet in the... Meister Jody Scheckter in der Box. Hier
hatten Sie kurz ein Bremssignal in C6. Boxensignal. Checkt er nach dem Boxenstopp wieder auf der Strecke. Reutemann, Lafitte, Le Payet, Piquet. Der Vorsprung von Pironi und Alan Jones wird immer größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Reutemann absichtlich bremst, um den zweiten Ligier-Fahrer Lafitte hinter sich zu halten oder um sozusagen Alan Jones einen gewissen Polster zu geben. Wird nicht mehr lange dauern und Reutemann verliert die beiden ersten bereits aus der Sichtweite. Das ist psychologisch ein sehr entscheidender Moment in jedem Autorennen. Denn nichts entmutigt einen Rennfahrer mehr, als wenn er sieht, er fährt am letzten und trotzdem wird der Vorsprung der vor ihm liegenden immer größer. Ins Technische. Die Ligier JS11 15 sind beim Einlenken in fast alle Kurven besser als der Williams. Allerdings die Williams beschleunigen rein nach optischem Gefühl ein bisschen besser als die französischen Autos. Runde, immer noch ganz dicht beisammen, Pironi und Jones. Der drittplatzierte Reutemann 4,67 Sekunden zurück. Und der Vorsprung von Nelson Piquet, dem sechsten in dieser Führungsgruppe, auf Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve 18,4 Sekunden. Das heißt, die Ferrari verlieren pro Runde fast eine Sekunde. Wieder hat Alan Jones die Pironi etwas beunruhigt. Naja, das könnte die große Frage in diesem Grand-Prix werden, ob es Didier Pironi schafft, 76 Runden lang oder 252,7 Kilometer den Druck von Alan Jones auszuhalten. Nadel. Früher hieß diese Kurve die alte Bahnhofskurve. Die Autos hier fast im Schritttempo. Hafenkurve, weiter Radius. Diese Kurve wird ganz von weit außen angefahren, damit man im Tunnel bald auf Höchstgeschwindigkeit kommt. Und hier in diesem Tunnel hat es ja gestern die Kollision gegeben zwischen Villeneuve und Pironi. Der Ligier ein bisschen besser beim Einlenken in die Kurven, aber der Williams etwas stärker beim Herausbeschleunigen. Sehen Sie? Fast schon neben dem Ligier gelegen. In dieser Kurve fällt die Straße nach außen ab. Minus 6,6 Sekunden ist das Bremsenboxensignal für Piquet. Piquet hat nach dem Training zugegeben, dass er mindestens jede dritte Trainingsrunde einmal mit den Rädern an die Leitplanken angeschlagen hat.
Jetzt ist Reutemann wieder von Jacques Lafitte etwas weggekommen. In dieser Linkskurve direkt für die Haarnadel von Laras Kraft. Und das ist dann die berühmte alte Gasometer, in der 1970 in der letzten Runde Jochen Rindt, wie gesagt, gegen Jack Brabham gewonnen hat. 6 Sekunden Rückstand von Piquet auf den Führenden und Vorsprung 21 Sekunden auf den bestplatzierten Ferrari von Gilles Villeneuve. Reutemann hat jetzt wieder etwas aufgeholt, 2,35 liegt Reutemann momentan hinter Pironi. Im Bild haben Sie Derek Daly, den Tyrrell-Fahrer. Sie wissen schon, Massenkollision, erste Runde. Mannschaft von diesem Rennen erwartet. Es gab immerhin die Trainingsplätze 9 und 12. Der Ferrari von Villeneuve, den Sie bis jetzt leider noch nicht im Bild gesehen haben, verliert in jeder Runde eine weitere Sekunde. Momentan Rückstand 22,8. Naja, Sie sehen, Reutemann kommt immer näher an die beiden Führenden heran. ...1,44 Sekunden Rückstand von Reutemann, dem dritten auf den führenden Pironi. Mirabeau, die Autos hängen sich mit dem rechten Vorderrad förmlich rechts innen ein. Das Tempo des Rennens ist nicht größer geworden. Man hat fast den Eindruck, als würde Pironi jetzt Elton Jones etwas aufhalten. Aber wie gesagt, bei einem Unterschied in der Rundenzeit bis zu 3 Sekunden ist es praktisch unmöglich, den Vordermann zu überholen, außer er lässt sich freiwillig überholen, beziehungsweise er macht einen entscheidenden Fehler. Blaue Flaggen der Streckenposten sind nicht notwendig, denn Didier Pironi weiß ja, dass Elton Jones seit dem Start genau hinter ihm ist. Und wann immer Pironi in den Rückspiegel schaut, sieht er darin den weiß-grünen Williams von Elton Jones. Der Österreicher Gardner im Pro-Car-Rennen gedreht, ist dadurch zurückgefallen auf den 17. oder 18. Platz und eine halbe Runde später kam dann sein Versuch, einen Schweizer Privatfahrer in der Sainz-de-Vaud-Schikane zu überholen. Nach 20 von 76 Runden, das ist etwas
mehr als ein Viertel der Distanz, unveränderter Stand der ersten 6. Pironi, Jones, Reutemann, Lafitte, Lepayet und Piquet. Reutemann liegt quasi auf seinem Monte-Carlo Stammplatz. Er war hier schon zweimal Dritter. Pironi nützt jeden Zentimeter der Strecke. Die Differenz zwischen Pironi und Reutemann, dem Dritten, hat sich jetzt bei 1,8 Sekunden eingependelt. Es folgt bald die erste Überrundung. Blick in die Ferrari-Box, Gilles Villeneuve. Reifenwechsel. Die üblich hektische Boxenchoreografie von Ferrari. Villeneuve wechselt alle 4 Reifen. Im Bild 3 Nachzügler. Riccardo Patrese, René Arnoux und der Holländer Jan Lammers mit dem deutschen ATS, Ersatzfahrer für den Schweizer Marc Surer. Aber nur noch zum französischen Grand-Pri in Le Castellet, denn dort wird Marc Surer wieder zum Formel-1-Sport zurückkehren. Patrese liegt an 11. Stelle, Arnoux an 12. Stelle und der 11 Runden zurückliegende Jan Lammers an 16. und letzter. Dahinter Scheckter. Patrese, Arnoux, Lammers. Patrese und Arnoux kämpfen um den 11. und 12. Platz. Es könnte sein, dass die Überrundungsmanöver diesen Grand Prix von Monaco jetzt mitentscheiden werden. An 14. Stelle. Gleich wird die Spitzengruppe auf Scheckter auflaufen. Pironi, Jones, Reutemann. Scheckter lässt sich vor der Mirabeau-Kurve in der Bremszone problemlos überholen. Jetzt müssen Pironi und Jones noch durch diesen Dreierpulk durch. Patrese, Arnoux und Lammers. Als nächster wird Lammers überrundet. Der Holländer war die Sensation von Long Beach, viertschnellster im Training. Im Rennen ist ihm dann die Halbachse gebrochen, konnte also die Sensation des Trainings nicht mehr bestätigen. Hatte auch hier kein sehr angenehmes Training mit dem deutschen ATS. Stoßdämpfer gebrochen, Halbachse gebrochen und trotzdem 13. also im Mittelfeld qualifiziert. Lammers fährt noch den alten ATS. Der neue ist nur als Ersatzauto hierher gekommen. 8 Kilogramm leichter, schmäleres Getriebe, neue Vorderrad. Patrese, Arnoux, Lammers, Pironi, Jones und
dann Scheckter. Und jetzt die blauen Flaggen für die Nachzügler. Innen geht Pironi an Lammers vorbei. Lammers hat auch sofort Platz gemacht für Alan Jones. Jetzt Arnoux gegen Pironi. Arnoux hat die rechte Hand hochgestreckt, das heißt, überhole mich rechts. Pironi hat jetzt nur noch Riccardo Patrese mit dem Eros vor sich. Hat wie angekündigt sehr viel Terrain jetzt verloren. Sehr fair Platz gemacht hat jetzt Riccardo Patrese. Ja, damit zwei Autos jetzt zwischen dem führenden Pironi und zwischen Alan Jones. Gefahren in der 22. Runde. 2,28 Sekunden beträgt jetzt der Vorsprung von Pironi auf Alan Jones nach den Überrundungsmanövern. Blaue Flaggen überall. Hier hat Scheckter Depailler gedeutet, rechts überholen. Und Alan Jones jetzt in der Box. Als die Überrundungsmanöver begonnen haben, bekam Alan Jones offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Williams. Damit ruhen die Hoffnungen von Williams nur noch auf Carlos Reutemann. Notieren wir die 25. Runde, Ausfall des zweiten. Jones, damit neue Reihen. Erster Pironi, zweiter Reutemann, dritter Depailler, fünfter Pichel, sechster ist jetzt De Angelis auf Lotus, siebenter Marsch auf Eros, achter Andretti auf Lotus, neunter Fittipaldi auf seinem Eigenbau und zehnter Patrese auf Eros. 11. dann Arnoux, 12. Scheckter, 13. Villeneuve und 14. Jabouille. 15. der einige Runden zurückliegende Lammers. Carlos Reutemann ist jetzt an zweiter Stelle. Damit heißt die Reihung an der Spitze Ligier, Williams, Ligier. Neu in den Punkt der Ränge ist jetzt Elio De Angelis als Sechster. 26 Runden gefahren, 50 noch zurückzulegen. Und Lafitte hat auf den Ausfall von Alan Jones augenblicklich reagiert. Er versucht jetzt am Reutemann vorbeizukommen, um eine Doppelführung für Ligier herzustellen. Von Alan Jones ein Defekt an der Kraftübertragung.
Monte-Carlo sehr häufig passiert, bei pro Runde zwischen 22 und 28 Gangwechseln, im Durchschnitt 25, 26 Schaltmanöver für jeden Fahrer pro Runde. Das heißt fast alle 4 Sekunden. Of lap 29 in the 76th lap Monaco Grand Prix, and it is a frantically fast and furious race. The bad news for British enthusiasts is that Alan Jones went out of the race on lap 24 with unknown trouble. He just came into the pit, stopped and got out of the car. And that means that Didier Pironi, who took the lead to Saint-Devote when the flag fell and is still in the lead, but there in the pits is Jody Scheckter. Villeneuve has been into the pits and changed his tyres and rejoined the race. Scheckter and Villeneuve are known to be running on softer tyres that wouldn't last the distance. But to get back to the race, Pironi is now leading, and Reutemann, who had a terrific scrap with him in practice for pole position, and as you see is 2.54 seconds behind him, is now in second place and taking up the challenge that his team leader Alan Jones hurled at Pironi for lap after lap after lap. And behind Reutemann, you see the first 3 cars now, is Jacques Lafitte in third position as we look at Pironi. In fourth position, and a fine fourth position, but dropping back, Patrick Depailler in the Alfa Romeo, the man who won here in a Tyrrell a few years ago. In fifth position, this is the battle for second that we're looking at, with Reutemann and Lafitte exiting as they come up to complete lap 29. Over the line to complete lap 29 go the second and third men into Saint-Devote and up the hill, and in sixth position now, completing the leaderboard, it is the young Italian Elio De Angelis in the Essex Lotus as we look in the background at Patrick Depailler. This is Reutemann second, Lafitte third, round the Hotel de Paris, into the Vicente Mirabeau, Pironi leading. And the race now, apart from the leader, of course, is the race for second between Reutemann and Lafitte. Yeah, we've got a fantastic race going here, man. It's a great shame that we lost Alan Jones, who was pressuring Pironi for the lead, but Reutemann now really has his hands full. He's got his eye on the lead, Pironi is well in sight, but in the meantime, he's got a hell of a problem defending his second place. So he's really up against it, because what we really need him to do is just to move up a little bit and try and get on terms with Pironi, which will really set the race on fire. Well, Pironi is driving a magnificent race, as he did in Belgium 2 weeks ago, because he is one of the young and up-and-coming drivers. Indeed, he's well and truly arrived, having won the Belgian Grand Prix, and he refused to be pressured by Alan Jones. Alan Jones has given up the ghost, or at least his car has, and now it's up to Reutemann with Lafitte behind him. Just to bring you fully into the picture, in 7th position now is Jochen Maas in the Arrows. In 8th position is Mario Andretti in the second of the 2 Lotuses, because his teammate De Angelis is fifth. And in 9th position is Emerson Fittipaldi. I'm looking at Lafitte's left rear tyre, and he seems to be going all right, but it looks a little bit marked up. It looks a little bit scuffed, and there could be a problem coming for Lafitte with his left rear tyre there. Well, that's the Tracy that we're looking at that's leading this bunch, with René Arnoux, and then Villeneuve, who's back in the race having changed his tyres, and Jan Lammers, who went out of the race at the beginning in the crash at Saint-Devote, but has now rejoined. And the leaders, there is Depailler. We are on lap 31 out of 76, and that's Lafitte who is third as they go into the tunnel. Up to the swimming pool complex. The leader, Pironi. Lap 31. There are the positions. And Pironi has put up a record lap at 1 minute 27.4, which is 1.2 seconds faster than Niki Lauda's 1978 lap record. 31 laps completed, and Pironi
Wäre bereits zu viel. Lammers müsste bis ans Ende 2 Runden aufholen und das ist eigentlich nicht mehr möglich. Momentan wieder eine Phase im Spitzenkampf, in der einander die 3 Fahrer nicht allzu wehtun. Momentan fährt hier jeder sein eigenes Rennen. Pironi, Reutemann, Lafitte. Ein Grund könnte es sein, dass sich der Streckenzustand verändert, und zwar durch Gummiabrieb der Reifen, durch Ölverlust. Jeder Rennwagen verliert im Laufe eines Grand-Prix etwas an Öl. Die Reifen greifen einmal besser, einmal schlechter. Es ändert sich natürlich auch immer wieder etwas die Temperatur. Und die 10 Liter Öl, mit denen jeder Rennwagen startet, die bleiben nie bis ans Ende des Rennens auch wirklich in den Behältern. Wenn immer wieder Rennsportfreunde fragen, wie viel Benzin brauchen Formel 1 Autos, hier in Monte-Carlo der Renault Turbo von René Arnoux, den Sie hier empfinden, 200 Liter, die Autos mit dem 8-Zylinder Ford-Motor nur 180. 31. Runde, 2,85 Sekunden zwischen Pironi und Reutemann. Im Kampf mit Villeneuve. Es geht hier um die Plätze 10, 11 und 12 zwischen Patrese auf Eros, Arnoux auf Renault und Villeneuve auf Ferrari. Lammers mit dem ATS hat ja schon viele Runden verloren. Stelle liegende Jacques Lafitte hat wieder 7 Zehntel auf Reutemann verloren. Momentan zwischen dem zweiten und dem drittplatzierten 2,85 Sekunden. Und in dieser Runde angewachsen auf 5,23 Lafitte hinter Pironi. 2,2 Sekunden hier, aber in Wirklichkeit schon 2,8 nach unserer Stoppuhr bei der letzten Runde. Patrese, Arnoux, Villeneuve und der überrundete Lammers. Patrese, 11. Arnoux, 12. Villeneuve. Und es ist eigentlich beachtlich, wie der junge Holländer Jan Lammers, der ja erst 22 Jahre alt ist, das Tempo dieser Spitzenfahrer scheinbar problemlos mithalten.
könnte also heute fast noch in den Kampf um die Punkte eingreifen. Hätte er nicht bei dieser Massenkollision, wir haben es ja gesehen, rechts vorne an der Radaufhängung einen Defekt erlitten. So, erlauben Sie mir ein Wort noch zu diesem Massenunfall in der Schikane. Nach Aussage der meisten Fahrer, wenn man das jetzt auf einen Nenner bringt, was passiert ist Derek Daly mit dem Ensign etwas zu schnell in der Bremszone der Schikane angekommen, hat Giacomelli gerammt, ist in die Luft gestiegen. Charrier wurde dann von Giacomelli gerammt und Prost wurde, der Wagen von Prost, der McLaren, wurde beschädigt, als Derek Daly auf den McLaren heruntergefallen ist. Die Bestätigung, die wir nicht oft genug hören können, keiner der verwickelten Fahrer ist verletzt worden. Noch einmal die 4 Ausgeschiedenen, Daly, Charrier, also die beiden Tyrrells, der Alfa Romeo von Giacomelli und der McLaren des jungen Franzosen Alain Prost, der erst 4 Grand-Prix-Rennen bestritten hat und schon zweimal in den Punkten war, der sich im Gegensatz zu John Watson, seinem weit prominenteren Teamkollegen, hier mühelos qualifiziert hat. Patrese, Angriff von Villeneuve gegen Arnoux und der Angriff hat Arnoux überrascht. Hier haben wir typisch wieder einmal gesehen, wie schwer der Renault Turbo im Stadtverkehr von Monte-Carlo in diesen engen Kurven zu fahren ist. Ist ganz überraschend hereingeschnitten, hat Arnoux mit diesem Angriff überrascht. Arnoux ist, das haben wir deutlich gesehen, vom Gas gegangen und als er dann wieder die PS zur Verfügung gehabt hat oder bis es soweit war, hat es eben sehr, sehr lange gedauert. Er musste praktisch den Turbo ein zweites Mal steuerlich anfahren. Durch den Doppellader hat man die ja bekannte und unumgängliche Verzögerung des Turbo etwas vermindert. Aber Arnoux hat mir schon im Training gesagt, die Wagen sind hier sehr, sehr schwer zu fahren. Man hat die Schwierigkeiten, die Renault hier hat, einfach befürchten müssen. Und Arnoux hat gesagt, er traut sich beim Herausbeschleunigen aus den Spitzkurven eigentlich gar nicht voll aufs Gas zu steigen, denn die PS-Zahl sinkt in den Kurven auf vielleicht 160, 180 PS und dann ist schlagartig die Leistung von weit über 500 PS da und dann auch schon wieder die Leitplanken und die nächste Kurve. Ein Stepptanz zwischen den Pedalen ist notwendig, vor allem deshalb, weil man es bei Renault im Training nicht geschafft hat, die richtige Abstimmung zwischen der Radaufhängung, den Reifen und der Fahrbahn zu finden. Naja, Villeneuve ist im Augenblick der kämpferischste Fahrer dieses Grand Prix. Momentan setzt der Riccardo Patrese unter Druck. Riccardo Patrese hat Monte-Carlo in sehr guter Erinnerung. Hier hat er vor 3 Jahren als Grand Prix-Fahrer debütiert, damals auf Shadow. Die Zeiten haben sich sehr geändert, mittlerweile längst keine Shadows mehr in Grand Prix-Rennen qualifiziert. Dieses Team wurde verkauft vor 3 Wochen für umgerechnet 12 Millionen Schilling an einen Geschäftsmann aus Hongkong namens Teddy Yip. P12, 12. Platz, Boxensignal für Johnny Scheckter und jetzt Gilles Villeneuve an Riccardo Patrese vorbei. Genau an der gleichen Stelle wie eine Runde vorher an René Arnoux. Damit ist Villeneuve nach seinem Boxenstopp immerhin schon wieder an der 10. Stelle in der 38. Runde. Halbzeit im Grand Prix von Monte-Carlo. Wieder zurück
Führenden Didier Pironi, zweiter Reutemann, dritter Lafitte, vierter Depailler, fünfter Piquet, sechster De Angelis. Seit dem Ausfall von Alan Jones, der an zweiter Stelle gegen nach 25 Runden ausgeschieden ist, unveränderte Reihenfolge. Mario Andretti hat in Indianapolis momentan weitaus mehr Erfolg als in der Formel 1, hat sich für den zweiten Startplatz qualifizieren können für das berühmte 500-Meilen-Rennen am nächsten Wochenende. Weltmeister Andretti an 8. Position. Das große Problem bei den Lotus 81 Modellen: keine richtige Kombination zwischen Aerodynamik und Mechanik. Obwohl man sagen muss, dass hier in Monte-Carlo die Aerodynamik bei weitem nicht so wichtig ist wie die Radaufhängungen. Ein Kurs, auf dem die Radaufhängungen sehr entscheidend sind, aber ein Kurs auch, auf dem man mit fahrerischem Einsatz einiges ausgleichen und gut machen kann. Das hat ja Niki Lauda in Monte-Carlo oft und oft bewiesen. Braucht man natürlich eine sehr gute Bodenhaftung beim Einlenken in die Kurven. Niemand kann sagen, dass sich Mario Andretti in der Formel 1 auf seinen Lorbeeren ausruht. Letzter Grand-Prix-Sieg schon sehr lang her, Zandvoort 1978. Andretti fährt heute seinen 102. Grand-Prix. Und er fuhr im Training so hart, dass er einmal sogar gegen die Leitplanken krachte. Und dort war eine Zeit lang auch Niki Lauda einmal im Jahr einen kleinen Ausrutscher gehabt hat oder einen Stolperer oder Streifschuss, wie er es genannt hat. Runde und ein Zwischenspurt von Carlos Reutemann. 1,85 Sekunden Rückstand in der vorigen Runde und jetzt nur noch 1,38 auf den führenden Pironi. Pironi, Reutemann, Lafitte. Nur 150 Meter zwischen den ersten drei nach 40 Runden. Über der Hälfte also der Distanz, 36 Runden noch zu fahren. Und genau wie vor 14 Tagen in Zolder in Belgien führt Didier Pironi seit dem Start. Runden Verschluss unveränderte Reihenfolge. Pironi, Reutemann, Lafitte, Depailler, Piquet, De Angelis. Ein schwacher Punkt bei Williams könnte dieses Wochenende das Getriebe sein. Carlos Reutemann hat im Donnerstagtraining Getriebeschaden. Heute ist Alan Jones aus diesem Grund ausgeschieden.
dass Reutemann schon in Belgien gegen Ende des Grand Prix große Getriebeprobleme gehabt hat. Das war auch der Grund, warum er sich weit zurückfallen ließ und fast eine ganze Runde gegenüber dem Sieger Didier Pironi verloren hat. Naja, und Monte-Carlo ist fürs Getriebe sicherlich noch anstrengender als zuletzt Zolder in Belgien. Dafür wurden in Zolder die Bremsen eher mehr beansprucht als hier. Autos in der gleichen Runde. 7. ist Jochen Maas, Startnummer 30. Wenn ihn Didier Pironi überrunden wird, dann sind es nur noch 6 Fahrer. Und der letzte mit dem Führenden in der gleichen Runde, Daniele De Angelis. Rechter Arm hochgestreckt, überhol mich rechts. 42. Runde, Jochen Maas an 7. Stelle, liegend von Pironi überrundet. Der Kampf um den 3. Platz könnte noch etwas spannender werden, als er jetzt ist. 2 Sekunden genau zwischen Lafitte und De Payet. Also 5,7 Sekunden der Rückstand von Patrick De Payet, dem 4. Platzierten auf Alfa Romeo, auf den führenden Pironi. Der Name klingt ein bisschen italienisch. Tatsächlich hat Pironi italienische Vorfahren. Der Vater kommt aus Italien, aus Friaul, aus der Gegend von Udine. Ist dann später nach Frankreich ausgewandert, nach Paris. Sehr fair von Jochen Maas, der jetzt auch Carlos Reutemann bedeutet hat, überhol mich rechts. Jochen Maas will den Kampf um den Sieg hier nicht indirekt beeinflussen. Erinnern Sie sich noch, welches glänzende Rennen der Deutsche voriges Jahr in Monte-Carlo gefahren hat? Lag lange an 3. Stelle, hat den führenden Jody Scheckter gejagt, hat die Zeit gut gemacht und hat dann die Bremsen derart überhitzt, dass er an die Box musste, einige Runden verloren hat und dann noch 6. geworden ist. Großartige Leistung von Jochen Maas, der aber hier in Monte-Carlo schon immer gute Rennen geliefert hat. 6., 5., 4., 6., also 4-mal bereits in den Punkten. Die schnellsten Runden im Augenblick fährt Patrick De Payet, hat auf Lafitte wieder 6 Zehntel aufgeholt, 1,4 Sekunden der Rückstand von De Payet, dem 4., auf Lafitte, den 3. Ich glaube, es wird wieder mal Zeit für eine komplette Reihung dieses Grand Prix von Monaco. Nach 44 Runden noch 6 Fahrer in der gleichen Runde. 1. Pironi, 2. Reutemann, 3. Lafitte, 4. De Payet, 5. Piquet und 6. De Angelis. 7. Maas, 8. Andretti, 9. Fittipaldi. 10. Villeneuve, 11. Patrese, 12. Arnoux. Und 13. mit einem Rückstand von jetzt 11 Runden, Lammers auf dem deutschen ATS. Nicht mehr im Rennen Jean-Pierre Jabouille.
Pironi wird, wenn er so weiterfährt, heute die Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen. Denn Alan Jones ist ja ausgeschieden. Arnaud liegt momentan weit außerhalb der Punkteränge. Piquet liegt nur an 5. Stelle, aber Pironi führt. Unglaublich ist ja nicht nur das Leistungsvermögen der Ligier ESL 15 Rennwagen, die ja schon voriges Jahr großartig gefahren sind. 3 Siege, 2 für Lafitte, damals einer für De Paillet. Heuer schon ein Sieg für Pironi in Belgien. Das Auffallende ist eigentlich, dass Pironi deutlich schneller fahren kann als Lafitte. Die Abstände nach 45 Sekunden. Pironi 3,32 vor Reutemann und hier ein Ausfall in der Mirabeau-Haarnadel. Und zwar ein Lotus, ich glaube, De Angelis. Da hat man wieder einmal gesehen, wie Grand-Prix-Erfolge doch vom Glück abhängig sind. De Angelis hat sich offenbar gedreht in der Mirabeau-Haarnadel und Pironi kam nicht unmittelbar dicht auf, sondern hatte ein paar Sekunden, die seit dem Dreher von De Angelis offenbar vergangen sind, sodass er nicht in Gefahr war, auf den Lotus aufzufahren. Ja, De Angelis ist das im Lotus mit der Nummer 12. Jetzt fährt der Italiener an die Box. De Angelis, der junge römische Millionärssohn, lag an 6. Stelle. Damit rückt Jochen Maas in die Punkteränge vor, übernimmt den 6. Platz. 7. damit Fittipaldi, 8. Villeneuve, 9. Patrese, 10. Arnoux. Ein sehr, sehr schneller Boxenstopp von De Angelis. De Angelis hat Reutemann im Team von Lotus heuer abgelöst. Reutemann hatte ja jahrelang den Ruf, dass er immer dann zu einem Team geht, das gerade auf dem Höhepunkt ist und daraufhin im nächsten Jahr prompt in eine Krise rutscht, wie es bei Ferrari war, wie es zum Teil auch bei Lotus war. Aber heuer bei Williams scheint Reutemann endlich einmal aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Es kann sein, dass dieser Grand-Prix von Monaco durch das Wetter mit entschieden wird, denn jetzt fängt es wieder einmal leicht an zu regnen. Momentan noch nicht stark genug, als dass die Fahrer Regenreifen holen müssen. Hier sehen Sie bereits das Duell um den 3. Platz, Lafitte gegen De Paillet. Vorn Lafitte, dahinter De Paillet, Ligier gegen Alfa Romeo. Das ist sicher auch ein Duell mit sehr viel persönlicher Rivalität. Lafitte bezichtigt De Paillet heute noch, dass er ihn voriges Jahr die Weltmeisterschaft gekostet hat. Und zwar deshalb, weil sich De Paillet nicht als Nummer 2 Fahrer bei Ligier begnügt hat, sondern Lafitte in gnadenlose Stallduelle verwickelt hat, unter anderem mit Solder und in Jarama. Das Problem des Nummer 1 Fahrers hat sich damit auf dramatische Art gelöst. De Paillet ist beim Drachenfliegen abgestürzt, ist ein halbes Jahr im Spital gelegen. Niemand hat geglaubt, dass der Franzose je wieder in einen Rennwagen steigen könnte, aber De Paillet ist zu Alfa Romeo übergetreten, hat natürlich prompt, als er noch im Spital war, von Ligier die Kündigung erhalten, wie es im Formel-1-Geschäft ja leider fast üblich ist. Und De Paillet ist dann zu Alfa Romeo gegangen und hat dort schon ein paar gezeigt heuer. Der Wagen ist sehr schnell, war bis jetzt nicht sehr standfest. De Paillet lag aber schon an 2. Stelle in Long Beach und zwar immerhin 17 Runden lang. Wenn der Alfa auch noch Rennen durchhält,
Dann wird Depayet sicher heute Weltmeisterschaftspunkte machen, seine ersten für Alpha. Ein Erfolg, den Giacomelli schon erreicht hat. 5. Platz in Buenos Aires. Aufgrund seines 12-Zylinder-Motors hat der Alpha natürlich ein besseres Drehmoment als der Ligier mit dem 8-Zylinder-Ford-Motor, klarerweise. Das heißt, Depayet kann auch aus den Haarnadeln heraus, aus den engen Kurven ein bisschen besser beschleunigen als Lafitte. Aber von allen Gegnern ist heute sicherlich Depayet der Letzte, den Lafitte gern vorbeilässt. Beide sind ehemalige Formel-3-Sieger in Monte-Carlo. Sie wissen, das ist immer eine große Referenz für später, wenn man schaut, wer alle hier das Formel-3-Rennen gewonnen hat. Jackie Stewart, Peter Revson, Reine Wiesel, Ronnie Peterson, Jean-Pierre Beltoise, Lafitte, Depayet, Pironi und in den beiden letzten Jahren De Angelis und Alain Prost. Pironi und Reutemann, Lafitte und Depayet. Zwei Formel-1-Fahrer mit unheimlich viel Erfahrung. Lafitte fährt heute seinen 85. Grand Prix und Depayet seinen 93. Der führende Pironi erst seinen 36. und er hat seinen Vorsprung auf Reutemann ausgebaut. 6,49 Sekunden. Depayet ist einer von erst 4 Franzosen, die den Grand Prix von Monaco gewonnen haben. Die anderen sind René Dreyfus, der heute als 80-Jähriger vor dem Start noch eine Ehrenrunde gedreht hat mit seinem Sieger Bugatti von damals. Dann natürlich Maurice Trintignant, der auf Ferrari gewonnen hat, der letzte Ferrari-Sieger vor Niki Lauda. 1972 dann Jean-Pierre Beltoise im bis jetzt letzten Regen-Grand Prix, echten Regen-Grand Prix von Monte-Carlo, in dem auch 2 Österreicher mitfuhren. Dr. Helmut Marko war damals 8. Niki Lauda 16. Der und Patrick Depayet gewann vor 2 Jahren. Niki Lauda war damals 2. Der Distanz gefahren und der Regen wird stärker. Pironi 6,40 Sekunden vor Reutemann, Lafitte dritter 15,04 zurück, aber knapp hinter ihm Patrick Depayet. Groß der Rückstand von Nelson Piquet. Und nur diese 5 Fahrer nach 50 Runden noch in der gleichen Runde. Jetzt wird Patrick Depayet aber langsamer, Jochen Maas an ihm vorbei. Und Patrick Depayet, der Monte-Carlo-Sieger von 1978, an 4. Stelle liegend ausgeschieden. Damit ist der Kampf um den 3. Platz, der noch so viel Dramatik versprochen hat, zu Ende.
Depailler auch in seinem 6. Alpha-Rennen nicht im Ziel. Aber wieder eine großartige Vorstellung. Ein Geheimtipp für dieses Rennen, weil Depailler ja nur sehr wenig Runden trainieren hat können. 6 Runden nur im Abschlusstraining, dann an der Schikane angeschlagen und mit einem sehr krummen, sehr verzogenen Auto hat sich Depailler immerhin für den 7. Startplatz qualifiziert. Damit kein Alpha mehr im Rennen. Giacomelli durch Schuld von Derek Daly in der Massenkollision eliminiert und Depailler ausgeschieden nach 50 Runden. Neue Reihung der ersten 6. Pironi, Reutemann, Lafitte, Piquet, 5. Maas, 6. Andretti. 7. De 8. Villeneuve, 9. Fittipaldi, 10. Patrese und 11. Arnoux. Jochen Maas 5. Mario Andretti 6. Schon sehr lang her, seit Andretti Punkte gemacht hat. Hier hat Pironi Patrese zum 2. Mal überrundet. Hinter Patrese René Arnoux. Und dann der an 2. Stelle liegende Reutemann. Der einzige trockene Platz von Monte-Kарлlo ist im Augenblick der Tunnel. Der Regen ist in den letzten 2-3 Runden, wie gesagt, etwas stärker geworden. Wichtig ist für Sie zu Hause zu wissen, dass die 2/3-Distanz in diesem Grand Prix bereits erfüllt ist. Das heißt, sollte der Regen stärker werden oder so stark werden, dass der Rennleiter sich genötigt sieht abzubrechen, dann würden die Fahrer trotzdem ihre vollen Punkte bekommen, weil ja die nötige Distanz 2/3 bereits absolviert ist. 76 Runden Gesamtdistanz in Monte-Kарлlo und wir sind bereits in der 53. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, falls die Funktionäre überlegen müssten, wann der Abbruch zu treffen ist. Erinnern Sie sich, Zeltweg 1975, damals mit dem Regensieg von Vittorio Brambilla, hat man während des mittleren Renndrittels abgebrochen. Darum gab es für die Fahrer auch nur die halben Punkte. Der Rennleiter wollte an sich damals zuwarten, bis die 2/3-Distanz erfüllt wird, um den Fahrern die vollen Punkte zu garantieren. Aber er hat dann doch noch von dieser Maßnahme abgesehen und das Rennen abgebrochen, bevor es noch gefährlicher war, als es hätte werden können. Eine relativ kritische Phase jetzt, wenn sich der Regen, das Regenwasser vermengt mit dem Gummiabrieb der Reifen und mit den Ölspuren. Immerhin hat jedes Formel-1-Auto 10 Liter Öl an Bord, wenn es den Grand Prix beginnt. Patrese, Arnoux, Reutemann. Hier brauchen alle Fahrer Gegeneinschlag in der Gasometerkurve an ihrem Ausgang, weil dort die Straße nach außen abfällt und das Heck ausbricht. Zweite Bootschikane mit 130 gefahren im 2. oder 3. Gang. Das hängt vom Getriebe ab. Die Fahrer haben ja nicht alle das gleiche Getriebe. Schwierigkeiten für den führenden Pironi und zwar oben am Casino und fast hat Carlos Reutemann doch. Jetzt hat Reutemann Pironi überholt. So schnell kann das gehen. Pironi hatte Schwierigkeiten oben am Casino, Reutemann in Führung. Das ist der Notausgang bei Mirabeau. Voriges Jahr hat es den noch nicht gegeben, da gab es noch leichte Anprall damals von Lauda und Pironi. Und jetzt Didier Pironi wegen Reifenschadens links vorne, nehme ich an, am Casino gestürzt.
Pironi hat schon die Runde vorher ziemlich unruhig gewirkt. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich hat der linke Vorderreifen Luft verloren und beim Anprall an die Leitplanken hat Pironi vermutlich die Radaufhängung beschädigt. Darum auch das langsame Anfahren. Carlos Reutemann hat diese Chance natürlich genützt und die Führung im Grand-Prix von Monte-Carlo übernommen. Das ist natürlich eine Sensation. Führungswechsel in Monte-Carlo in der 55. Runde. Reutemann vor Lafitte und Piquet. Vierter Maas, fünfter Andretti, sechster De Angelis. So nahe war Pironi seinem zweiten Grand Prix-Sieg in unmittelbarer aufeinanderfolgender Reihenfolge. So nahe auch der Weltmeisterschaftsführung. Und dann ein Reifenschaden links vorne und jetzt Schwierigkeiten auch für den Turbofahrer René Arnoux. Ziemlich zornig der kleine Franzose. Hat man das an dieser Bewegung gesehen. Und auch René Arnoux parkt im Notausgang von Mirabeau neben dem Ligier von Didier Pironi, der so lange vom Start bis in die 55. Runde geführt hat. Damit ist nicht nur der Führende, sondern auch der Weltmeisterschaftsleader innerhalb von 1,5 Minuten ausgeschieden. René Arnoux, der heuer 2 großartige Grand Prix-Siege errungen hat in Brasilien und in Südafrika, beide Male freilich erst nach Ausfällen seines führenden Renault-Teamkollegen Jean-Pierre Jabouille. Arnoux ist sehr, sehr wütend. Nicht ganz klar, wen er da beschimpft. Sehr nervös in dieses Rennen gegangen, weil er gewusst hat, wie schwer der Turbo hier zu fahren ist. Motorprobleme noch heute Vormittag im Aufwärmtraining. Arnoux hatte bereits in Le Castellet vorige Woche bei Testfahrten einen Aufregungsbruch bei 260 Kilometer pro Stunde. Doppelsieger von Interlagos und Kyalami, Vierter von Zolder, Führender in der Weltmeisterschaft und heute in der Mirabeau-Kurve ausgeschieden. Somit ist von den 4 Weltmeisterschaftsersten nur noch einer im Rennen, Nelson Piquet. Piquet liegt an der 3. Stelle und wenn er diese 4 Punkte macht, dann hat er 22 Punkte und würde vor Arnoux 21, Jones 19 und Pironi 17 die Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen. Bei jedem anderen Ergebnis bleibt René Arnoux mit seinen 21 Punkten trotz seinem heutigen Ausfall in Führung der Weltmeisterschaft. Reutemann findet Anschluss, wenn er heute gewinnt. 6 Punkte plus 9, wenn er gewinnt, wären 15. Carlos Reutemann mit dem Williams FW07. Im Abschlusstraining der einzige, der Didier Pironi zumindest phasenweise die Pole Position für den Trainingsbesten abnehmen hat können. Nur um 700 war Pironi in der Endabrechnung schneller als Reutemann.
Stelle in der Box gewesen, aber wieder im Rennen Riccardo Patrese, der an 10. Stelle liegt. In einer Runde nur noch 3 Fahrer, Reutemann auf Williams, Lafitte auf Ligier und Piquet auf Brabham. 58. Runde. 18 Runden noch zu fahren im Grand-Prix von Monte-Carlo. Der Grand-Prix wird in einigen Minuten in die Endphase gehen. Meine Damen und Herren, aufgrund der heutigen Bundespräsidentenwahlen in Österreich werde ich mich von Ihnen auf ungefähr 5 Minuten verabschieden und werde mich dann nach 5 Minuten wieder bei Ihnen melden. Sie werden also wahrscheinlich nur 3 oder 4 Runden im Grand Prix von Monaco versäumen. Hier ist wieder Monte-Carlo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben in den letzten 5 Minuten hier nichts versäumt, außer dass der Vorsprung von Carlos Reutemann auf Jacques Lafitte größer geworden ist, 42 Sekunden. Lafitte hat Schwierigkeiten am Heck des Ligier, braut sich irgendein Defekt zusammen. Ich vermute irgendeinen Getriebeschaden. Es passiert ja immer wieder in Monte-Carlo, dass manche Fahrer die letzten Runden nur noch mit 2 oder 3 Gängen zurücklegen können, also lange nicht mehr alle 5 oder 6 Gänge zur Verfügung haben. Dann wird es besonders schwierig, weil die Gefahr des Motorüberdrehens, wenn man nur 2 oder 3 Gänge hat, natürlich immer größer wird. 42 Sekunden also zwischen Reutemann, dem Führenden, und Lafitte. An 3. Stelle unverändert Nelson Piquet, Niki Lauders Nachfolger bei Brabham. Rückstand allerdings bereits über 1 Minute. 4. der Deutsche Jochen Maas auf Arrows. 5. Mario Andretti Lotus. 6. Elio De Angelis Lotus. 7. Gilles Villeneuve auf Ferrari. 8. Emerson Fittipaldi. 9. Riccardo Patrese. Und mehr Autos sind nicht mehr im Rennen. Die letzten Ausgeschiedenen, Sie haben es ja gesehen, Depailler, Pironi und Arnoux. Bei Pironi war es höchstwahrscheinlich ein Reifendefekt, der sich links vorne angebahnt hat, weil der Ligier schon in den Runden vorher immer unruhig auf der Straße gelegen ist und dann höchstwahrscheinlich Aufhängungsschaden bei der Kollision mit den Leitplanken. Warum René Arnoux ausgeschieden ist, möglicherweise eine Kollision mit dem Arrows von Riccardo Patrese. Und zwar aus folgendem Grund: Patrese lag ja nur wenige Meter vor Arnoux und das schon ungefähr 1,5 Stunden lang. Dann ist Patrese an die Box gekommen, unmittelbar nachdem Arnoux ausgeschieden ist. Also möglicherweise Kollision Arnoux und Patrese. Möglicherweise auch ist Arnoux auf einem Ölfleck in Mirabeau ausgerutscht. Aber diese Möglichkeit, glaube ich, stimmt eher nicht. Unmittelbar hinter Lafitte sehen wir Mario Andretti. Genaue Rückstände 44,44 von Lafitte und 64,67 von Piquet. Andretti, der unmittelbar hinter Lafitte liegt, hat in Wirklichkeit eine Runde Rückstand. Jetzt allerdings Aufregung bei Lotus, Andretti in der Box. Der Weltmeister ist ein gutes Rennen gefahren, wie schon lange nicht mehr. 5. Stelle, es hat schon ausgeschaut nach seinen ersten Weltmeisterschaftspunkten seit Monza im vorigen Jahr. Auch damals war er 5. Etwas Ratlosigkeit in der Lotusbox. Das traditionelle Monte-Carlo-Pech scheint Andretti treu zu bleiben. Versteinertes Gesicht. Andretti, der Weltmeister von 1978, hat sich schon so lange an Niederlagen und Enttäuschungen gewöhnen müssen. Allerdings auch daran, dass Mario Andretti, the 1978 world champion who had clawed his way up to 5th place and is now out of the race. We look at number 28, Carlos Reutemann, the race leader. And now 10 of the 20 starters who began this race are left in this incident-packed Monaco Grand Prix. And the leader...
Well, you can hear the noisy throats of the engines there in the Monaco Grand Prix. I'm sorry, we seem to have lost commentary at the moment. But Carlos Reutemann in the Williams, out in front at the moment from Jacques Lafitte in the Ligier in second place. That was Lafitte, number 26, you saw go by just then. I think we can now pick up commentary once again with Murray Walker and James Hunt. We had a little bit of rain in the middle. We had the 3 leaders with tyre problems earlier on. The rain sorted out the tyre problems, but it tripped Pironi up, or so we suspect. He apparently made a mistake and lost it, hit the barrier, damaged his front suspension, put himself out of the race when he was leading it in the most difficult of conditions with a little bit of a greasy track. Reutemann has prevailed carefully. His tyres have come good because the rain cleaned the track up. And now he's cruising. Reutemann's only problem now is to get the car to the finish mechanically. He's just got to look after the car. He's giving himself plenty of room. He's not pushing it. And the battle now is for second place. Carlos Reutemann's 9th drive at Monaco could mean his 10th Grand Prix victory. He is now on his 68th lap, and out of this race, it looks as though have gone now 11 of the original 20 competitors, if, as we suspect, Mario Andretti has retired. Jarier is out, Daly, Prost, Giacomelli out, Jones out when he was in second place with transmission trouble. We're looking now at the second place man, Jacques Lafitte. Both Renaults out, Jean-Pierre Jabouille and Arnoux. Jody Scheckter out, Patrick Depailler out, Didier Pironi out, and Mario Andretti. But now, all the British spectators, and there are some 6,000 of them here at Monaco, will be keeping their fingers crossed for this man, Carlos Reutemann, 38 years old, from Santa Fe, although he now lives at Cap Ferrat, very close to this Monaco circuit, this uniquely distinctive 2-mile Monaco circuit, because Carlos Reutemann is driving a British car with a British engine and a British gearbox, and in default of British drivers taking part in the Monaco Grand Prix, all British enthusiasts naturally want to see a home victory, at least as far as manufacturer is concerned. Reutemann coming up to and now over the line, and that completes his 68th lap. He first of all pressured in third position and kept Jacques Lafitte back in fourth place, while Alan Jones tackled for the first 25 laps the then race leader Didier Pironi, who had won the Belgian Grand Prix. Then, when Alan Jones went out, as our picture changes to Jacques Lafitte in second place, Carlos Reutemann pressured, closed up on and pressured Pironi. Pironi made that mistake due, we suspect, to the damp track, and I'm glad to say, as Lafitte goes round La Rascasse, that the precipitation, because I think it was low cloud precipitation rather than rain, seems to have stopped, and the circuit is now tolerably dry, and that's Elio De Angelis, or was, as we look at Reutemann. Bring in Jay. Carlos Reutemann, James, is on his 69th lap. It's a 76-lap race. You have been in this position of a commanding lead. What sort of thoughts are going through your mind? Pure panic mechanically. I mean, you know that the race is completely won. You don't trust your luck not to have a problem mechanically, and he's now probably in a very nervous state, just examining his instruments, listening to the engine note. He's panicking mechanically, that's all. Well, the interesting thing, apart from Reutemann's dominance at the moment, is that if the race finishes in the order that it is now, there will be a new World Championship leader, because Nelson Piquet will get 9 points to add to the 18 that he already has. He will get 4 points, to give him 22. And there is Patrick Depailler walking in. Fourth position he was in the Alfa Romeo. He has brilliantly test-driven the Alfa Romeo and got it up into the position of competitiveness that it is in now. But as I was saying, Piquet will take the World Championship lead by a mere 1 point from René Arnoux, who has retired, and Jones will then only be 2 points behind Arnoux. So the World Championship
after it will be 6 races, still remains tremendously close, because this time last year the World Championship had been virtually settled in favour of Jody Scheckter. Carlos Reutemann then around the swimming pool, and he is on lap 70, 6 laps to go at the end of this one, each of 2.06 miles, and the fastest lap so far was that put up by Didier Pironi, 1 minute 27.4 seconds, 1.2 seconds faster than Niki Lauda's 1978 lap record. And I think I spoke too soon about the wetness of the circuit, because with Reutemann on his 71st lap, I can definitely see spots of rain dropping down, and it is rain and not cloud precipitation, as you can tell from the umbrellas in the background. But the very, very experienced Reutemann, with 120 Grand Prix behind him, will know how to cope with that, because he will know that the gap between himself and this man, the second position runner, Jacques Lafitte, in the troubled Ligier, because he's going noticeably slowly round the swimming pool, and I would hazard a guess that he's jammed in a high gear or unable to get low gear. Yeah, no, I would think he's probably lost a gear. The clutch rings and the gearbox may have gone. That's what happened. He's signalling to his pit, so he's obviously quite distressed. But in fact, because it's spotting with rain, that could be an advantage to him, because if he's prepared to stick his neck out, he can go relatively faster on a damp track than he can on a dry. But Reutemann, meanwhile, is cruising on. He's got a lot of problems. He sees the rain coming down. When you're in the lead like that, the only thing you have to worry about is problems, and he's not quite sure how hard it's raining. So he's going to have to really feel his way carefully. Well, he'll soon get an answer, because he's coming up to his pits. I've just had news that De Angelis is missing, which means to say that there will be 12 out of the race, only 8 left, and it means that Villeneuve will go up into 5th position. There's Reutemann. He is on lap 72. He has in fact got an enormous cushion between himself and Lafitte now, and I did, while James was talking, a quick check on Piquet's position. Piquet is a long way behind Jacques Lafitte. Now, I'm not going to make any prophecies, because that is always a dangerous thing to do at Monaco. I will say, however, that with Reutemann on a visibly glistening at parts now circuit, on his 72nd lap and going very slowly indeed, you can see him sliding there. Don't forget he's on slick tyres. He has no tyre tread at all. Jacques Lafitte in trouble, I was going to say, with Reutemann first, Lafitte second, Piquet third, and Mars fourth. It could well be that the positions are fixed, but who knows? There's still some way to go. Well, my heart goes out to Reutemann now, because he's done all the work. He's basically won the race. The track's got all slippery, very slippery now, particularly down on the seafront, but it seems to be raining a little bit harder than it is here in our commentary position. And he now must be having serious attacks of paranoia, because he doesn't know what's going on behind him. He's got to tiptoe his way, and he's really in trouble. The gap, as you see, Reutemann flicking wetness away from his visor with his gloved left hand. Between Lafitte, who is second, and Piquet, who is third, is 18 seconds. It is not inconceivable, with 73 laps completed, they are now on their 73rd lap, 72 laps completed, and it is not inconceivable that Nelson Piquet could get back that time, long as it is, from Jacques Lafitte. What we don't know at the moment is how quickly Nelson Piquet is going in relation to Lafitte. Look at Reutemann. See him? Yes, Reutemann's opening and closing his visor. He's got visibility problems as well. He's wiping. You see how his gloved hand goes up? He's wiping his visor. He's opening and closing it, which probably means it's steaming up inside. There's a lot of humidity here now. And that's Lafitte behind him.
the outside of his visor. But in circumstances like this, of course, you get moisture inside, and you have to lift up the visor to let the air circulate and hopefully clear the moisture away. 1 minute. Well, there's a long gap between Reutemann and Lafitte. It's 65 seconds, so Reutemann is still in a very commanding position. He is on his 73rd lap. And out of this race now have gone 12 competitors, because I have not seen Elio De Angelis lately. That means to say that there will only be 8 left. There are only 3 on the same lap, and they are the first 3, Reutemann, Lafitte and Piquet. Jochen Maas is a lap behind, as is Gilles Villeneuve, who is now in 5th position. So the order with the leader that we're looking at now is there for you to see. Reutemann leading, Lafitte second, Piquet third, Maas fourth, Villeneuve in the Ferrari fifth, and that gallant veteran Emerson Fittipaldi from Brazil, the 1972 and 74 world champion, in 6th position. The track wet. Reutemann really has got to watch it now. Yes, he's got a big enough lead now, Murray. I think he can really tiptoe to the end. It seems to be getting really quite wet around other parts of the track. In our commentary position, it's not raining too hard. The track's damp, but it looks quite wet around the casino square and down onto the seafront. But he's got room to tiptoe. Jacques Lafitte, this is 2nd place. Lafitte, as far as the World Championship is concerned, is in 6th position with only 6 points. He will get 6 points if he finishes in 2nd place, and so that will make a distinct difference to his World Championship position. Reutemann leading Lafitte, Piquet 3rd, Maas 4th, Villeneuve is in 5th position, and that is the race leader. He's into the swimming pool complex again. I have seen the Monaco Grand Prix on 1 year when the race was lost on the last corner of the last lap, when Jochen Rindt pressured Jack Brabham into the barriers and won the race. But Carlos Reutemann is not in that situation. He's coming up to complete yet another lap. This will be the 74th lap that he is completing, and he will be starting his penultimate lap. 75 out of 76. He will then have 4.12 miles to go, and that is now. Reutemann into the scene of the carnage on lap 1. Sander Vos. From the Argentine, the man who has driven for Brabham, the man who has driven for Ferrari, the man who has driven for Lotus, and the man who now drives for Williams and looks like achieving his first Grand Prix win. And I'm glad to tell you that in that horrific-looking first lap, nobody was hurt, especially including Derek Daly, who did that gigantic cartwheel through the air. I've seen him standing by the track, and he's obviously quite all right in his usual chipper Irish self. Jacques Lafitte, 2nd place, 2 tours, 2 laps. Indeed, the leader, Reutemann, here he is into the tunnel for the 75th and last time but one, has got considerably less than 2 laps to go. He goes from the tunnel into what is normally a 160-mile-an-hour stretch, down to the chicane in 3rd gear, which is where he is now, flicks it through the chicane, little short straight, down to the left-hander at the old Tabac position, then another very, very short straight into the left, right, left of the swimming pool. Now there's the right, coming up the left, 4th gear under normal conditions. 5 seconds on the last lap. And Nelson Piquet is gaining. He is now gained 5 seconds on Jacques Lafitte as Reutemann is about to start his last lap. We could yet have a barnstorming finish for 2nd position. Jacques Lafitte 2nd. Nelson Piquet 3rd, 11 seconds behind Jacques Lafitte. Jochen Maas, there goes the signal. You are on your last lap, says that signal, Carlos Reutemann. And Reutemann climbs the hill. Now, this is the butterfly's time for Carlos Reutemann. He's within
striking distance of his first Grand Prix win in the Williams. It will be his 10th Grand Prix win in his long and meritorious career since he first came over and took part in Formula One 9 years ago in 1971. His 9th drive at Monaco, and this year he's had not the best of luck. He didn't finish in the Argentine, he didn't finish in Brazil, he didn't finish at Long Beach. His best drive so far was 2 weeks ago in Belgium when he finished in 3rd place, and he is currently in 6th position with 6 World Championship points after the first 5. Another 9 points will make him 15, and we are then going to have 4 people with only 7 points between the top and the 4th for the World Championship, I think. A tremendously exciting situation before the next race. If they finish in the positions they are now, and you are looking at Carlos Reutemann almost home, Piquet will lead the World Championship by 1 point from Arnoux, with Jones 2 points behind, Pironi on 17 points in 4th position, and Carlos Reutemann in 5th place with 15. Into La Rascasse, the last corner. Carlos Reutemann is winning the 1980 Monaco Grand Prix in wonderful style, and then there goes the Union Jack from the Saudi Leyland Williams team, and Carlos Reutemann crosses the line now to win. Well done, Carlos Reutemann. Well done, the Williams team. It's a great and famous victory, made all the sweeter for the Williams team by the fact that Reutemann took over from Alan Jones, who was then pressuring the then leader Didier Pironi for 1st place. So, as usual, as we look at Jacques Lafitte coming home to finish in 2nd place, it's been a race of attrition with driver after driver dropping out, and at the last count only 8 drivers will finish, and only 3 of them will be on the same lap. So as we look at Jacques Lafitte, he's going to finish in 2nd place if he just gets round La Rascasse and drives up to and over the line successfully. In 3rd place, very, very close to him indeed, Nelson Piquet. Then a lap behind in 4th place. There is Piquet. It's that close. As Lafitte comes up to the line to finish 2nd, the next man across is going to be Nelson Piquet. That's how close it was. You just saw Piquet taking... Und dann alle weiteren bereits eine Runde zurück. 4. Maas, 5. Villeneuve und 6. Fittipaldi. Meine Damen und Herren, das war der heutige Grand Prix von Monte-Carlo. Wie immer ein Grand Prix mit sehr wenig Überholmanövern, mit doch einigen spannenden Momenten, vor allem durch den Ausfall des führenden Didier Pironi, der so lange geführt hat, und am Ende durch den Regen. Carlos Reutemann hat zum 10. Mal einen Grand Prix gewonnen. Ich verabschiede mich damit von Ihnen von Monte-Carlo. Der nächste Grand Prix, der 7. Weltmeisterschaftslauf, ist heute in 2 Wochen der Grand Prix von Spanien. Und mit diesen Bildern und mit diesem Schlussergebnis sage ich Ihnen auf Wiederhören und auf Wiederschauen von Monte-Carlo. The Williams team could celebrate, despite the setback to Alan Jones' championship hopes.